Also woher kamen die Hussiten? Wer waren die überhaupt? Ja, wir feiern jedes Jahr in Bernau das Hussitenfest. Die wenigsten wissen, wer waren die denn eigentlich, die Hussiten? Der Name selber kommt von Jan Hus. Jan Hus war ein Reformator. Ja, der wollte also die Kirche an Haupt und Gliedern erneuern. Das endete für ihn aber ziemlich tragisch. 1415 hat man ihn ob seines Willens der Reformation der Kirche auf dem Scheiterhaufen in Konstanz verbrannt. Das gefiel seinen Anhängern überhaupt nicht. Die lebten weiter oder versuchten weiter nach seinen Lehren zu leben, was wiederum dem deutschen König und dem neu gewählten Papst Martin V. überhaupt nicht gefallen hat. Die versuchten nun das ketzerische Böhmen mittels Schwert zurück in den Schoß der katholischen Kirche zu holen. Das ist ihnen aber nicht gelungen. So kam es zu den Hussitenkriegen. Insgesamt 5 Kreuzzüge sind gescheitert gegen Böhmen. Nach dem Scheitern des 4. Kreuzzuges gingen die Hussiten zur Offensive über und brachten den Krieg jetzt in die Länder ihrer Angreifer. Und so kamen dann 1432 auch die Hussiten nach Bernau. Aber was trieb nun die Hussiten in die Mark Brandenburg? Was wollten sie hier eigentlich in Bernau? Nun, 1432, wie gesagt, nach dem Scheitern des letzten großen Kreuzzuges gegen die Hussiten, war Sigismund endlich bereit, mit den Hussiten zu verhandeln. Aber nicht mit allen, sondern nur mit den Gemäßigten. Die Radikalen schloss er aus. Aber die wollten genauso teilhaben an diesen Verhandlungen und organisierten deshalb eine große Reise in die Mark Brandenburg. Mit 2 großen Heerzügen zogen sie über die Lausitz bzw. über Schlesien von Böhmen aus kommend in die Mark Brandenburg, vereinigten sich vor Guben und zogen von dort aus dann in Richtung Frankfurt-Oder. Frankfurt-Oder wurde berannt, aber nicht eingenommen. Dafür aber Städte wie Strausberg, wie Müncheberg niedergebrannt. Weiter zog die Armee und bezog ein Lager in der Nähe von Gersdorf. Von dort aus operierten jetzt mehrere Scharen, immer kleinere Truppen von etwa 1000 Leute, die auf Beutezug waren. Am 20. April erreichte die Hussiten im Lager von Gersdorf aber die Nachricht, dass es Ärger gab, und zwar in Forst. Sie hatten einen Separatfrieden mit den Biebersteinern abgeschlossen, aber die sollten angeblich diesen Frieden gebrochen haben. Deshalb brach das Heer in Eile auf, um nach Forst zu ziehen. Eine kleinere Abteilung dieser Armee hatte entweder den Anschluss verpasst oder war zur Seitenflankensicherung zurückgestellt worden. Während also nun die Hauptarmee nach Altlandsberg zog, zog diese Sicherungstruppe in Richtung Bernau. Wir sind hier an der Straße, auf der wahrscheinlich die Hussiten in Richtung Bernau gezogen sind. Dort drüber, über Tempelfelde kommend, Altlandsberg, erreichten sie dann Bernau. Ja, und dort kamen sie dann am 23. April 1432 an. Was da geschah, das klären wir jetzt am Steintor.